Herzlich willkommen in meiner Chaos Kitchen. Ich will euch heute mal zeigen, wie ihr richtig schön fluffig weiche Milchbrötchen macht, so wie ihr die vom Bäcker kennt oder ich kenne sie zumindest von da. Und dafür brauchen wir folgende Sachen. Zum einen 290 Gramm Milch, 80 Gramm Zucker, 60 Gramm Butter, 12 Gramm Hefe, ein bisschen Butter zum Ausreiben der Auflaufform und 550 Gramm Mehl, ein Eigelb mit ein bisschen Milch drin, 8 Gramm Vanillezucker und einen kleinen Teelöffel Salz. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Zum Anfang müssen wir nämlich einmal die Milch erwärmen, aber nur erwärmen, nicht kochen. Weil darin muss eigentlich nur der Zucker und die Butter schmelzen. Da kommt nämlich gleich die Hefe rein. Darum darf das noch nicht kochen, weil sonst geht die Hefe kaputt. In der Zwischenzeit können wir uns schon mal so ein Stück Küchenrolle nehmen, die Auflaufform, und die einfach mit der Butter ausreiben. Ihr könnt das auch mit dem Pinsel machen, ich mache es damit eigentlich am liebsten. Nala schleicht rum. So. Als nächstes nehmen wir uns schon mal die Schüssel mit dem Mehl. Tun das Salz da rein. Und den Vanillezucker. Und verrühren uns das schon mal nur so grob. Und machen eine Mulde da in die Mitte. Einfach nur, damit es gleich nicht so schlimm wird. Und jetzt müssen wir erstmal warten, bis die Milch soweit ist. Aber sieht schon gut aus, die Butter schmilzt schon. Ja, ich mache schon lieber aus. Jetzt warten wir nämlich nur, dass die Butter geschmolzen ist. Die Hefemischung ist fertig. Die Hunde sind auch schon ganz bei der Sache. Stellen wir das einmal hier hin. Jetzt rühren wir uns die Hefe ein. Da habe ich jetzt Hefewasser gesagt? Ich weiß es nicht. Hefemischung. Ja, nee, die Hefemischung machen wir jetzt gerade erst. Jetzt rühren wir uns die Hefe nämlich einmal ein. Und warten noch einmal ganz kurz, bis sie sich aufgelöst hat. Jetzt stellen wir einmal den Topf zur Seite, nehmen uns die Form. Jetzt die Mehlform, die Mehlschüssel und tun uns hier die Butter, Hefe, Zuckermischung. In die Schüssel. Machen wir mal so. Und ich rühre das jetzt, wenn ihr eine Rührschüssel habt, also so eine Knetmaschine, ist das natürlich besser. Meine hat leider den Geist aufgegeben. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, erstmal keine neue zu kaufen, solange ich das von der Hand hinbekomme. Weil hier in Paraguay ist das ein bisschen schwieriger, die Maschinen zu kriegen. Ich meine, es wird jetzt gehen, da müssen wir halt 3-4 Monate warten. Aber ich versuche es einfach mal so. Ihr müsst eigentlich den Teig dann kneten lassen, bis der nicht mehr am Schüsselrand klebt. Und ich mache das jetzt mit meiner Hand. Durch die Milch ist der auch schön warm. Aber in Deutschland habt ihr ja Sommer. Dann dürft ihr den auch mal genießen. So, jetzt gehe ich zum Tisch über.
knete weiter. Dauert ein paar Minuten, ob mit Hand oder mit Maschine. Auch lieber ruhig ein bisschen länger kneten. Dann seht ihr nämlich auch noch, ob da jetzt noch ein bisschen, doch vielleicht noch mal ein bisschen Mehl oder Milch fehlt. Der Teig ist jetzt fertig geknetet und der sieht richtig gut aus. Nicht wundern, das Schwarze, das ist Vanille, das ist kein Dreck. Da sind immer wieder mal so Stücke mit drin. Aber das tut dem Ganzen jetzt keinen Abbruch. Schmeckt nämlich viel besser mit frischem Vanillezucker. Ich habe mir jetzt hier so eine Rolle noch aus dem Teig geformt. Es sind eigentlich immer, wenn ihr die Maßeinheiten einhaltet, so knapp über 80 Gramm pro Stück. Das muss nämlich jetzt in 12 Stücke aufgeteilt werden. Da kommen bei mir immer mal 82, mal 83 Gramm raus. Und die, ach guck, boah, perfekt. Und die stecken wir uns jetzt ab. Muss jetzt auch nicht ganz genau sein, aber so grob. Weil sonst habt ihr nachher ganz große da drin oder kleine. Die Reste dürfen auch mal dran. Passt so in etwa. Jetzt rollen wir uns Kugeln. Erstmal mache ich das. Falte mir die einmal so grob nochmal, wie man das Falten nennt. Wichtig ist, dass ihr nach Möglichkeit jetzt kein Mehl hier auf der Arbeitsfläche habt, weil sonst lassen die sich nämlich nicht kugeln. Manchmal klappt das bei mir, manchmal nicht. So, und in die Auflaufform. Das ist jetzt das letzte Brötchen. Das geht so schnell eigentlich. Aber das Ganze geht relativ schnell. Maximal je nach Temperatur, wie lange das jetzt gehen muss, braucht das 1,5 bis 2 Stunden. Dann habt ihr eure Milchbrötchen. So. Ein bisschen auseinanderziehen. Jetzt habe ich mir noch das Eigelb mit der Milch genommen. Da sind ungefähr 1 bis 2 Esslöffel Milch drin. Mehr braucht ihr gar nicht. Das war jetzt so nach Gefühl. Nicht verstanden, nach Gefühl. Und damit streichen wir jetzt noch die Brötchen ein, damit die auch richtig schön braun werden. So, das Ganze lassen wir jetzt je nach Temperatur halbe Stunde bis Stunde ungefähr gehen, bis es sich stark verdoppelt hat, oder bis die Brötchen sich stark verdoppelt haben. Ich tue da noch ein feuchtes Tuch drauf und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die größer sind. So sehen die Milchbrötchen jetzt vor dem Backen aus. Ich tue die jetzt bei 180 Grad ohne Vorheizen auf die unterste Schiene und dann sehen wir uns gleich wieder. Unsere Milchbrötchen sind fertig und ich finde, die sehen richtig gut aus. Damit ich das hier anpacken kann, habe ich die schon vor ein paar Minuten rausgenommen. Auch damit man die besser herauslösen kann. Beim ersten Mal war ich nämlich zu neugierig. Da habe ich mir dann ein bisschen die Pfoten verbrannt. Guck mal, wie schön die sich voneinander trennen. Wie man es eigentlich kennt, also wie ich es aus meiner Kindheit kenne. Das ist noch ein bisschen Ei, das ist von der Glasur. Oh, das ist immer noch heiß. Jetzt, guck mal, wie fluffig die sind.
Ich habe es früher immer gerne gemacht, das so zusammengedutscht. Und das fand ich immer am leckersten. Wenn das jetzt so probiert. Ich hoffe, ich brenne mir nicht den Mund. Die sind richtig süß, also die sind süß, nicht richtig süß. Da kann man richtig schön sich Marmelade oder Nutella oder irgendwas Süßes noch drauf schmieren. Und hast du nicht mal gesagt, du hast halt irgendwie... Ich esse die gerne mit Leberwurst. Genau. Da könnt ihr Leute immer in die Kommentare schreiben, ob ihr das nicht vielleicht auch gerne mit Leberwurst esst. Glaube ich nicht. Ich glaube doch. Also die sind nicht zu süß, die sind süß halt. So wie Milchbrötchen sein sollen. Die dürfen nicht zuckersüß sein, sondern halt süß. Die sind richtig, richtig lecker. Macht es am besten mal nach. Guckt mal, wie sie euch gelingen. Und wer sie kennt, schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare. Weil ich wette, dass sehr, sehr viele die noch aus ihrer Kindheit kennen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.